Willkommen bei Piranha Bytes TV. Unser Name heißt Piranha Bytes und wir sind erkältet. Wir sind in der Session 9 jetzt, ja. Draußen ist arschkalt, es friert und im Bergischen Land ist irgendwie alles zugeschneit, ne? Mhm. So. Wir näseln, wir husten, mal gucken, ob wir heute mal irgendwie einigermaßen durchkommen mit unserem Kram. Und da fangen wir gleich mal an, ne? Ja. Mit unserem Thema heute. Rewards. Was sind denn Rewards überhaupt? Ich hatte heute Morgen im Radio noch so einen Bericht gehört über englische Wörter, die gerne ins Deutsche übernommen werden. Habe ich auch gehört, Hast du auch gehört? Ja. Das war bestimmt beide im Auto. Ja. Fake News zum Beispiel. Ja, ist mir auch im Kopf geblieben. Ja. Ne? Und sie meinte dann so, ja, das sind ja meist positive Wörter. Und ich denke so, naja, geht. Fake News? Ja, aber wir haben tatsächlich ein positives Wort. Es geht nämlich um Belohnungen. Ne? Das Belohnungsprinzip in einem Computerspiel. Also was treibt mich eigentlich voran? Alles, dass ich gewillt bin, tatsächlich weiterzumachen. Und wann fühle ich mich belohnt und wann nicht? Genau. Ja. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, was war eigentlich die geilste Belohnung jemals in einem Computerspiel für dich? Ja? Und die Leute haben Folgendes gesagt. Die geilste Belohnung war eine fliegende Echse, mit der ich auf einmal in Nullzeit über die ganze Rollenspiellandschaft drüber fliegen konnte. Also wenn ein Boss besonders schwer war und ich den geschafft habe, weil ich habe normal nicht so das große Durchhaltevermögen bei so Spielen. Meistens gebe ich schnell auf, aber wenn ich dann doch weitermachen wollte, weil das Spiel so gut war und ich das dann geschafft habe irgendwann. Wenn ich auf etwas hinarbeite, wenn ich auf einen Mount hinarbeite oder auf ein Rüstungsteil und das dann bekomme. Dass ich es durchgespielt habe, tatsächlich. Also, dass ich wusste, wie das Ende aussieht. Denn ich spiele noch nicht so lange und dass es tatsächlich ein Ende gibt und dass ich es geschafft habe. So blöd das klingt. Also bei Spielen ist mir grundsätzlich die liebste Belohnung eigentlich grundsätzlich, wenn ich das Ende erreiche. Wenn man ein Spiel, an dem man wirklich lange gespielt hat, dann wirklich auch mal bewältigt, indem man den letzten Level irgendwie geschafft hat, das ist schon eine Belohnung. Aber das würde ich eher auch so verlagern in die 80er Jahre, als es viele dieser Art von Spiele auf dem Commodore 64 gab. Und da müsste man jetzt wahrscheinlich ganz viele nennen. Aber diese Art von Belohnung, habe ich das Gefühl, empfinde ich heute teilweise nicht mehr. Ingame-Währung, um mir was kaufen zu können, was ich sonst irgendwie in monatelanger Arbeit irgendwie ergrindet hätte. Eine sehr, sehr seltene Rüstung oder Waffe, die man bekommen kann. Ja, viele unterschiedliche Dinge, die Leute gut finden, ne? Aber die haben irgendwie alle so ein bisschen was gemeinsam, ne? Und zwar, wenn man eine schwierige Situation gemeistert hat. Das heißt, wenn man so ein bisschen stolz auf sich selber ist, ne? Oder, im Prinzip ist das schon so das Geilste, sag ich jetzt mal, ne, für die meisten. Mhm. Und, was genau sagen wir Entwickler dazu, zu Rewards? So, ist das wichtig? Ist das nicht wichtig? Welchen Stellenwert hat so ein Reward für ein Spiel? Naja gut, Elex zum Beispiel. In erster Linie bist du ja auch nicht nur Entwickler, sondern auch Spieler. Ne? Mhm. Ich finde zum Beispiel, bei mir persönlich war es immer so, dass die Belohnung am meisten gegriffen hat, wenn sie von der Story getragen wird. Mhm. Wenn ich zum Beispiel etwas gemacht habe und anschließend passiert etwas Unerwartetes im positiven Sinne, dann habe ich mich total gehuckt gefühlt und fand das total geil. Wenn aber etwas passierte, wo du das Gefühl hast, du kriegst anschließend voll auf die Fresse, obwohl du dich irgendwie bemüht hast, dann zieht mich das total runter und ich überlege mir auch ernsthaft, ob ich dann noch weiterspiele. Ja? Mhm. Das ist ein Unterschied jetzt zum Beispiel zu dem, zu dem neuen Rüstungsteil oder dem fetten Schwert, das man bekommt. Mhm. Ja gut, okay, also man wird irgendwie immer besser in einem Spiel, ne? Genau. Man meistert Situationen, die schwierig sind und man findet tolle Items, ja, irgendwie Schwerter, die einen besser machen und so weiter. Das heißt, man hat irgendwie eine Art von Belohnung, man wird besser. Mhm. Ne? Aber ein Spiel hat ja einen Anfang und ein Ende, ja, aber dazwischen ist ja auch unheimlich viel Zeit. Ein Spiel wie Elex zum Beispiel hat so 60 Stunden oder so. Ne? Und das heißt also, man muss ja auch irgendwie ständig den Spieler irgendwie motivieren. Genau, es ist eine Motivationsfrage. Ne? Also Rewards sind bei allen Missionen zum Beispiel sehr wichtig. Ja? Wenn man zum Beispiel, du musst dich immer fragen, warum mache ich das überhaupt? Die Intention vom Spieler. So, ne? Und der Reward, der muss dir vielleicht am Anfang sogar irgendwie gesagt werden. So, ne?
ist für uns eine ganz schöne Gratwanderung an der Stelle, gerade bei so einer Länge, weil auch ein sehr viel diskutiertes Thema da draußen bei den Spielern immer der Wunsch danach, ja, versteck doch mal geilere Items. Ja, ne, du als Entwickler gehst du daher und sagst, okay, es gibt Belohnungen für Quests. Das ist oft irgendwie Währung, ja, dass die Leute, die anschließend irgendwie hier so 300 Elixir irgendwie noch in die Tasche stecken und dann sagen, ja, cool, alles klar, Erfahrungspunkte oder vielleicht auch mal ein besonderes Item und dann latschst du durch die Welt irgendwie und kannst irgendwie bis in die oberste Ecke irgendwie und hast du irgendwann den Berg erklommen, erwartest du, dass da oben auch noch was liegt. Und dann sagen die Leute, ja, da muss aber was Geiles liegen. Ja. Würden wir jetzt aber in jede Ecke des Spiels irgendwas total Geiles hinlegen, ja, dann würden wir uns damit das komplette Pacing kaputt machen. Warum? Naja, das ist eine Frage der Granularität, ja. Ich habe eine bestimmte Summe X an Geld, die ich zum Beispiel verteilen kann, also an Geldwert, mit dem sich der Spieler wieder irgendwas anderes Cooles kaufen kann, oder Items, die mich in einer bestimmten wie soll ich sagen, Schnelligkeit steigen, Geschwindigkeit besser werden lassen. Ja, über Pacing haben wir ja schon mal eine Sendung gemacht. Eine extra Sendung gemacht, genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 10, das habe ich mir jetzt ausgedacht, ja, 10 Schwerter habe und das eine ist irgendwie 2, das andere ist 4, das andere ist 6, das andere ist 8 und das geilste ist irgendwie 10. Da habe ich irgendwie, ne, kann ich voll einen mit draufhauen. Ja. Und ich verteile jetzt zum Beispiel 10 von den Zweierschwertern, da sagen die, habe ich schon. Und das ist ja auch nichts anderes als Geld. Kann ich verkaufen, bringt mir nichts. Also kann ich die Granularität kleiner machen und sagen, na gut, dann habe ich ein Schwert, das ist 2, dann habe ich ein Schwert, das ist 2,5, dann habe ich ein Schwert, das ist 2,10 und so weiter. Ja, und dann habe ich mehr Schwerter, die verteilen können, die auch einen kleinen Unterschied machen, dann merkt man aber dann nicht mehr so. Ne? Ja. Dann sagen wir, irgendwann wird's beliebig irgendwie, ja, na toll, ist gerade mal irgendwie 0,5 besser als das, was ich habe, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so geil finde. Mhm. Ne? Während wenn ich wirklich eins habe, was 2 Stufen mich stärker macht irgendwie und ich habe dann irgendwie wirklich was Geiles gekriegt, dann freue ich mich mehr darüber, als über diese über die kleinen Stufen. Das heißt, je größer die Welt ist, und wir haben sie verdammt groß gemacht bei Elex, ja, desto schwieriger wird das Ganze, den Spieler auch wirklich mit Items oder mit Dingen zu belohnen, die dich besser machen. Weil viele Sachen gehen dann auch auf die Rüstung oder unterschiedliche Schutzarten, wie Anti-Feuer, Anti-Eis oder so ein Kram. Kann man sich alles ausdenken. Haben wir auch gemacht, haben wir auch ins Spiel eingebaut, so weiter. Ne? Aber irgendwann hast du halt so, naja, so einen halben Punkt mehr bei einer Range von 1000 macht dann irgendwie keinen Sinn, das ist nicht mehr geiler. Viele Items haben auch weniger Schutz gegen Eis und dann eben mehr gegen Feuer und dann irgendwie mehr Schaden schneiden, schlagen, Elektrizität. Also irgendwann wird's auch esoterisch, dann fragst du dich, ja, ist das jetzt besser als das oder so? Gibt Leute, die finden das geil, ja, wenn man Sachen miteinander vergleicht und so weiter, aber ja. Also irgendwie sollten auf jeden Fall Items in der Welt liegen. Das ist auch ein Riesenthema, da kann man sich auch nochmal explizit drüber unterhalten oder so, ne? Aber was ist denn noch eine andere Belohnung, außer irgendwie Items in die Gegend zu legen? Klar, nicht nur Items, die einen besser machen, meine ich. Sachen, die man anziehen kann zum Beispiel. Sich geiler anziehen, so. Am Anfang hast du einen Popolappen und irgendwie einen rostigen Nagel und nachher hast du irgendwie opulente Rüstung irgendwie, die dich gegen fast alles immun macht und so weiter. Ne, naja, da kann man auch mehr ins Spiel reinpacken, ja. Und dann auch unterschiedliche Sachen. Ich habe dann irgendwann bei Two Worlds zum Beispiel mit einer Reisschüssel auf dem Kopf, so, also so eine chinesische Hut, ne, so von so einem Reispflücker irgendwie auf dem Kopf gehabt und bin dann in so einer mittelalterlichen schwarzen Rüstung auf dem Boot irgendwie rumgeschippert und so weiter. Naja, das sieht auch irgendwie beknackt aus, ne? Und dann kommt es auch immer drauf an, findet man das witzig? Ja, es gibt Leute, die finden das witzig. Haben die Dinger denn die besseren Werte? Ne? Es gibt auch unterschiedliche Spielertypen, die dann sagen, okay, ich fühle mich belohnt, wenn es besser wird. Andere fühlen sich belohnt vielleicht, wenn es geiler aussieht. Würden sich so eine Reisschüssel nicht auf den Kopf setzen. Ne? Ist auch immer so eine Sache, da muss man mal gucken, wen belohnt man da und so weiter. Ne? Das ist auch nochmal eine andere Sache. Ja, ne, wir haben auch sehr viele Sachen eingebaut, um den Spieler zu belohnen, weil wir haben auch Jetpack eingebaut, ne? Und wir haben diese riesen Windräder. Und dann haben wir so Absätze dran getackert irgendwie. Ja, dass der ein oder andere dran verzweifelt. Ja, ich auch. Also es ist nicht so einfach, da hochzukommen, ne?
naja, die Steuerung ist auch ein bisschen schwierig, ne, an der Stelle mit dem Jetpack zu handeln, ne, weil, ja, vor allem, wenn du einen Absatz hast. Du bist es eigentlich drumherum. Genau. Sonst bleibt er nämlich unten drunter. Richtig, so. Wir sind ja kein Jump-and-Run-Spiel in dem Sinne so. Und das ist halt so eine Einlage gewesen, also ein Easter Egg oder was auch immer, ja. Und aber die Belohnung, die du hast, wenn du oben bist, da liegen dann coole Items wieder, ne? Und dann ist da ein Stuhl, auf den man sich draufsetzen kann. Was macht denn der Stuhl? Er steht da. Der steht da. Genau. Und man kann sich da draufsetzen. Ist jetzt nicht so rewarding, würde man sagen, ne? Aber doch haben unheimlich viele Leute davon einen Screenshot gemacht und haben es im Internet hochgeladen. Ja. Also doch, ja. Das heißt also, wenn man diese Situation gemeistert hat, sich cool in diesen Stuhl reinsetzt, ja, und dann davon ein Foto macht, irgendwie, guck mal, ich bin da hochgekommen, und ein anderer sagt irgendwie, boah, das war aber so schwierig, ich bin da gar nicht hochgekommen. Ist das auch rewarding? Das heißt, eine schwierige Situation gemeistert an der Stelle, ja, sich einfach nur auf den Stuhl setzen zu können und zu sagen, guck mal, ich bin hier oben gewesen. Das kann auch Belohnung sein. So, ne, überhaupt so Höhen ziehen die Leute tatsächlich magisch an. Wenn du irgendwas machst, was so aussieht, als wenn du das erklimmen kannst, dann zieht das die Leute magisch nach oben. Dann versuchen die auch oben drauf zu kommen. Ja, klar. Ne? Und wenn du dann oben bist, ja, wie diese Sisyphus-Arbeit, irgendwann hast du es geschafft und bist oben auf dem Berg, ist das allein schon eine Genugtuung. Ne? Das ist eine Belohnung, ein Reward. Ja, was haben wir noch? Viele Menschen sagen, die Grafik muss schön sein, weil ich möchte gerne durch eine schöne Welt laufen. Das ist dann wie Urlaub. Ich meine, ist ja auch klar, man geht in virtuelle Welten aus verschiedenen Gründen. Man möchte gerne der Held sein, man möchte Urlaub von sich selber machen und auch Urlaub machen an sich und schöne Gegenden, ne, mal am Strand lang spazieren und so weiter. Ne, schöne Musik hören und dann irgendwie den Sonnenuntergang gucken oder so. Das ist auch eine Art von Belohnung. Ja? Das heißt, wir belohnen an der Stelle nicht den Storyspieler, sondern auch vor allen Dingen den Explorer. Den Explorer, ja? Genau. Je weiter ich in die Welt vordringe, desto unterschiedlichere Gegenden kann ich mir auch irgendwie erspielen und besichtigen und freue mich dann auch darüber, wenn ich tatsächlich etwas gefunden habe, was anders ist, als das, was vorher da war. Ja. Also in eine Gegend, wo ich noch nicht war, ne, schöne Gegend, bedrohliche Gegend und so weiter, spannend. Ist rewarding, weil ich bin zum Beispiel eine lange Strecke gelaufen, habe jetzt endlich den Teleporter am Arsch der Welt irgendwie aktivieren können. Ist auch eine Art von Belohnung. Jetzt kann ich da immer wieder hin in diese Gegend so. Ja. Cutscenes können Belohnung sein. Du hast gerade Story angesprochen, das heißt Twists und Turns, Erkenntnisse zu bekommen in einer Geschichte. Ach, so funktioniert das. Wie krass ist das denn? Solche Dinge, ja, das kann rewarding sein. Was auch rewarding sein kann, sind Erkenntnisse wie coole Story-Twists, ja, wie Sachen auf einmal sich verhalten oder Dinge, Zusammenhänge, die man erkennt oder so, ja, dass ach, der ist der Mörder, ja, da bin ich gar nicht drauf gekommen, wie cool ist das denn so, ist auch rewarding, weil man hat sich irgendwie drum gekümmert, um irgendwie einen Mord aufzuklären und so weiter und am Ende kriegt man es dann raus, ne, das heißt, so ein Twist in der Geschichte, so, man weiß jetzt, wer der Mörder ist auch sehr, also auch eine große Belohnung kann das sein, so, ne? Dass man sagt, okay, jetzt kann ich erstmal ausmachen, das Spiel, kann erstmal irgendwie was anderes machen oder so, ne? Und das erstmal sacken lassen, was da jetzt passiert ist, so. Boah, wie geil war das so, ne? Wie oft habe ich das in einem Computerspiel gehabt? Sehr häufig. Ja. Dass man sagt so, boah, krass, das hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Manchmal können auch solche Twists auch sehr destruktiv sein. Da hat man genau das gegenteilige Effekt so. Die können doch den Typen jetzt hier nicht umbringen. Sind die wahnsinnig? Das kann natürlich auch in die Hose gehen. Aber, naja, ist auch ein schmaler Grat. Kann man sich auch nochmal explizit in irgendeiner Sendung mal angucken oder mal beleuchten. Was ist jetzt tatsächlich irgendwie cool? Welche Twists sind cool, welche nicht? Ne? Welche hauen dir auf die Fresse und welche belohnen dich? Das ist auch ein sehr, sehr langes und schwieriges Thema. Dem Spieler in die Hand zu geben, dass er Dinge verändern kann, gehört auch dazu. In unserem Spiel ist es nur ein kleiner Teil in Bezug auf den Level, aber in anderen Spielen lebt das komplette Spiel davon. Ja, ich sag mal, bei uns zum Beispiel konntest du deinen eigenen Raum, wenn du echt viel Kohle gesammelt hast, so umändern, dass er zu deiner Gilde passt. Ne? Und die Leute haben auch tatsächlich die Kartenteile alle gesammelt und die an die Wand gepinnt, weil sie das fertig haben wollten irgendwie. Und das ist dann die Belohnung gewesen, dass ich tatsächlich als Kleriker irgendwie in mein Klerikerzimmer komme und das sieht auch alles so aus. Ne? Und das konnte ich mir erkaufen. Ja. Wo man zu der Belohnung kommt, die eigentlich am häufigsten überhaupt vertreten ist, nämlich Geld, Währung
Ja. Ja, das ist das, was am häufigsten verteilt wird. Man wird ja bezahlt, ne, für seine Arbeit. Genau. Und alles hat einen gewissen Geldwert auch Items, die ich finde. Mhm. Und ja, das ist meistens so von den Leuten auch tatsächlich gewünscht, dass es immer ein bisschen knapp ist. Das heißt, dass ich wirklich ordentlich sammeln muss und dass ich wirklich ganz viele Sachen verkaufen muss, damit ich später so viel Geld zusammen habe, dass ich mir die richtig geilen Sachen überhaupt leisten kann. Weil letzte Woche habe ich jemandem mal Spielen zugeguckt, der hat immer, wenn er eine Quest zu Ende gekriegt und der hat irgendwie so 100 bis 300 Elixier gekriegt, hat er gesagt, was, nur 300? Schweinerei. Ja. Ne? Auf der anderen Seite natürlich, wenn man dem jetzt immer 3000 geben würde, ne, dann hätte man so schnell so viel Geld, dass man sich alles Mögliche leisten kann, dann verliert es so ein bisschen seinen Reiz. Das heißt immer mehr Geld reinzubuttern, einfach nur Geld mehr, das ist dann auch nicht mehr rewarding. Nee. Irgendwann ist die Inflation angesagt. Nee, das ist ein schmaler Grat. Wenn ich irgendwann irgendwie geschafft habe, ich habe jetzt endlich meine 20.000 zusammen, jetzt kann ich mir das endlich leisten, dann ist das natürlich auch sehr belohnend. Das ist belohnt, richtig, genau. Ja, gut. Hast du eine Community-Frage? Ja. Aus einer der vergangenen Folgen, da hat nämlich einer gefragt, es ging um das Thema Rauchen und Dampfen bei uns hier. Und da hat einer gefragt, wollt ihr uns durch die Blume sagen, dass ihr nicht mehr bei Steam veröffentlichen möchtet, bezogen auf den Dampf nicht vertragen? Nein, das wollten wir damit nicht sagen. Ich vertrage einfach tatsächlich den Dampf nicht gut. Mhm. Man muss mal aufpassen, was man so sagt, Ja. wenn der Tag lang ist. Ne? Das war doch eine Metapher. Nein, das war keine. Das war einfach nur, manchmal ist eine Zigarre nur eine Zigarre. Ja, eine Zigarette kann ja auch eine Belohnung sein. Ne? Auch das. Auch echt eine fiese Angewohnheit, ne? Für Ja. Rauchen und Zeug. Total doof. Ja, irgendwie schon. Ja. Gut. Damit wären wir am Ende der Sendung angelangt. Ja, wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und viel Spaß bei unserem Spiel und wir sehen uns dann nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ich hoffe, ich muss nicht so oft husten heute. Ich bin erkältet. Das macht nix. Hustenpause.